Hallo meine lieben Zuschauer, ich habe für euch was vorbereitet und zwar geht es heute um ein ganz interessantes Thema. Ihr kennt das bestimmt. Und zwar geht es um das Thema Schlüssel-Wegfahrsperre. Was ist das? Wie funktioniert die ganze Technik? Und ich werde euch ein paar richtig interessante Bauteile zeigen und ein bisschen was dazu erklären. Ich hoffe, es wird euch gefallen und wir legen gleich los. Fangen wir mit der Wegfahrsperre an. Was ist eine Wegfahrsperre am Fahrzeug? Eine Wegfahrsperre sollte den unerlaubten Zutritt zum Fahrzeug oder zum Bewegen des Fahrzeugs verhindern. Und man hat ja klassisch damals angefangen, indem man einen konventionellen Schlüssel genommen hat und man einen Schließzylinder eingebaut hat, mit dem man dann quasi den E-Satz betätigt hat, also diesen Elektrosatz hinten, und man konnte dann das Fahrzeug starten. Das hat aber dann irgendwann mal nicht ausgereicht, weil es war eine sehr einfache Technik, so ein Fahrzeug zu überbrücken. Ihr kennt das doch bestimmt aus den Filmen. Ich muss da immer wieder lachen, wenn ich solche Filme sehe, so Hollywood-Filme oder so. Da reißen die unten die Verkleidung weg, dann sehen die da so ein paar so Kabel und schließen die zusammen. Ja, das konntest du früher mal machen, aber das geht schon seit 20, 30 Jahren schon eigentlich gar nicht mehr. Also das ist so gut wie nicht mehr möglich, weil die Hersteller natürlich viel intelligenter geworden sind und ein paar fiese Sachen mit eingebaut haben. Und das geht quasi dann über einen Schlüssel mit Funk, dann mit einem Transponder, ich zeige euch dann, was das genau ist, und bis zu einem Schlüssel, also keyless, das heißt, ihr steckt den in die Hose irgendwo oder nehmt den einfach mit und ihr habt dann einen Zugang, ohne dass ihr am Fahrzeug irgendwas machen müsst. Das heißt, die Tür öffnet sich automatisch und ihr könnt losfahren, oder quasi ihr müsst das Auto vielleicht konventionell aufschließen, ihr steigt ein und könnt auf den Startknopf drücken. Und ganz interessant wäre, in rlp.de schreibt: Keyless-Systeme machen Autos zur leichten Beute für Diebe. ADAC mit besonderem Tipp. Ich werde euch mal ins Detail erklären, wie so Diebe vorgehen, wie sie euch überlisten können, was ihr dagegen tun könntet, um vielleicht nicht Opfer von so einem Überfall zu werden, und wie ihr vielleicht als Tipp gegenüber einer Versicherung aussagen solltet. Ein konkreter Fall, da ging es um einen Piloten mit einem Audi RS3, der kurz ans Hotel gefahren ist, das Auto abgeschlossen hat, reingelaufen ist, kommt wieder raus nach ein paar Minuten und seine Koffer mit den ganzen Wertsachen sind gestohlen. Ja, die sind einfach nicht mehr im Auto, aber man hat einfach keine Einbruchsspuren gesehen. Ja, und dieser Pilot hat natürlich das Keyless-System benutzt, und zwar: Er läuft weg, das Fahrzeug schließt sich, wenn der Schlüssel auf einer bestimmten Entfernung ist, automatisch ab, oder er hat über die Tür quasi an dem Griff gedrückt, das Auto hat sich abgeschlossen und die Versicherung wollte den Schaden nicht bezahlen. Ja, weil eben die Versicherung sagt, wenn Einbruchsspuren zu sehen sind, dann tritt auch diese Hausratversicherung oder Kraftfahrzeugversicherung in Kraft und würde den Schaden übernehmen. Da aber keine Spuren zu sehen waren und nichts eindeutig auf einen Überfall oder einen, sag ich mal, Diebstahl oder sonst irgendwie zu sehen ist, abgeleitet werden konnte, also zahlt die Versicherung nicht. Und der Grund ist richtig, richtig krass. Da lese ich euch mal diesen Bericht genau vor. Das heißt nämlich: Das Problem des Piloten: An seinem Wagen waren keine Kratzer oder Dellen zu finden, die auf einen Aufbruch im Fahrzeug hindeuten. Und deshalb, so die Versicherung, muss sie nicht bezahlen. Schließlich handelt es sich lediglich um ein unbefugtes Öffnen und keinen Aufbruch. Der Diebstahl sei deswegen nicht versichert. Gegen diese Entscheidung zog der Pilot natürlich vors Amtsgericht und verlor das Urteil. Und jetzt komme ich ins Spiel und ich möchte euch ein bisschen genauer erzählen, wie das Ganze funktioniert. Und ich möchte euch meine Tipps geben, wie ihr euch vielleicht besser dagegen schützen könnt und was ihr vielleicht genauer macht. Und zwar fangen wir mal ganz einfach mit den Schlüssel an. Ich habe da euch ein paar Beispiele mitgebracht. Und ich würde die Schlüssel so nach dieser Reihenfolge einordnen. Und was kann ich euch dazu erzählen? Wir sehen, hier gibt es einen reinen Rohling mit einem Griff. Also dieser Schlüssel
hat also nichts Besonderes. Er kann auch zum Beispiel mit einem mechanischen Werkzeug geknackt werden und durchgedreht werden. Also da gibt es keine Sicherheit gegenüber jetzt diesen Schlüsseln. Die zwei Schlüssel sind keine Keyless, das sind die klassischen Schlüssel, die man dann in eine Vorrichtung steckt. Ich zeige euch nachher dann was dazu. Und der genauso mit einem Schlüssel Rohling. Und das ist zum Beispiel ein Keyless Schlüssel. Mit diesem Schlüssel braucht ihr kein Zündschloss betätigen, ihr steigt ein und fahrt los. Wie man so einen Schlüssel zerlegt, beziehungsweise da gibt es auch einen Trick, es gibt es eigentlich in jedem Schlüssel hier, ihr könnt das hier betätigen, um den mechanischen Schlüssel rauszuholen, und dann hat sich auch Toyota hier was einfallen lassen. Hier gibt es dann so einen Schlitz, dann könnt ihr zum Beispiel das Ganze so aufhebeln, ihr könnt den Deckel öffnen und ihr seht, da befindet sich eine Batterie für den Funk und eine Platine mit einer Elektronik, also ihr könnt die auch mal rausholen. Ihr könnt das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. So sieht das Ganze aus. Da ist ein Computerchip. Ihr seht die unterschiedlichen Tasten. Ja, also das sind die 3 Tasten. Hier ist ein Chip, ein Computerchip. Ihr seht hier unterschiedliche Widerstände. So sieht die ganze Platine aus. Und da ist natürlich auch sind auch die ganzen Signale bezüglich der Sicherung, also Wegfahrsperre. Hier bei dem Mercedes-Schlüssel seht ihr, hier ist so eine Taste, die ihr quasi betätigen solltet, und dann könnt ihr den Schlüssel Rohling herausziehen. Und um diesen Schlüssel zu öffnen, müsst ihr hier in so einen kleinen Schlitz und müsst ihr einfach ein bisschen hebeln und dann kommt der Schlüssel raus. Also quasi die Batterie, so kommt ihr an die Schlüsselbatterie ran. Die ist schon ein bisschen verklemmt. Schaut mal. So zerlegt ihr dann den Schlüssel. Da ist auch eine Nummer drauf. Das ist die Batterie. Also sind insgesamt vorne und hinten 2 Stück. Und der Schlüssel ist defekt, weil der einen Wasserschaden hat. Da ist Wasser reingelaufen und die Platine ist defekt. Hier bei so einem VW ist es eigentlich dasselbe. Da kann man eigentlich auch mit einem Schraubenzieher ein bisschen hebeln. Dann könnt ihr das so hinterklappen, den Deckel, und dann seht ihr schon die Batterie. Ich beginne mal ganz einfach mit dem alten, früheren Schlüssel. Ihr habt den Schlüssel in den Schließzylinder gesteckt, habt den Schließzylinder gedreht und habt dadurch zum Beispiel diese Stellungen hier geschalten. Ja? Man hört auch, zum Beispiel, das ist Zündung aus. So, Stellung 1, Stellung 2, also das heißt, also die Stellung 1 ist zum Beispiel die Radiostellung, dann habt ihr die Zündung ein und jetzt habt ihr quasi, es ist Zündung 1, so, und jetzt seht ihr das ist federbelastet und ihr müsst dann wieder ausschalten, so, und das ist die Startstellung. So startet ihr das Auto. Und zwar hat man dann nur Pins freigeschalten. Also man hat zum Beispiel beispielsweise hier eine Spannungsversorgung gehabt und man hat auf bestimmte Pins bestimmte Sachen geschalten. Und das ist so ein E-Satz, man sagt dazu auch Start-Anlassschalter oder Zündanlassschalter. Und das ist nichts anderes wie ein Schalter, der unterschiedliche Kontakte schaltet. Das ist jetzt von einem SL, glaube ich, Mercedes SL müsste es sein. Ja, das ist genau. Und so war das. Und das Problem lag natürlich daran, wenn ihr den Schlüssel beschädigt habt, also zum Beispiel durch Gewalteinwirkung mit einem Schließzylinderbrecher oder sowas, ja, dann konntet ihr das Fahrzeug starten und konntet den Schlüssel überbrücken. Und das war natürlich nicht in Sache des Erfinders. Unter anderem war das so, dass man etwas gebraucht hat, um das Fahrzeug, wenn man versucht hat, das zu knacken oder quasi den Schließzylinder, ich zeige das mal an was anderem, dann habt ihr ja noch irgendwas gebraucht, mit dem das Lenkradschloss gegen das Klauen gesichert werden konnte. Und dann habt ihr eine bestimmte Position, in der Schließzylinder da reinkommt. Und jetzt ist er freigegeben, jetzt sieht man, dass quasi so genug Platz ist, damit die Lenksäule drehen kann. Wenn das aber nicht gegeben ist, wenn quasi der Schlüssel abgezogen ist, dann kommt hier ein Bolzen raus, das kann ich euch zeigen, und zwar so, und verriegelt die Lenksäule. Ja? Ihr könnt dann nicht mehr drehen, ihr könnt das Lenkrad nicht mehr drehen, weil der Bolzen natürlich im Weg ist und diese Drehung links, rechts
blockiert. Die Besonderheit ist die, man hat, oh ja, das ist noch der E-Satz hier hinten. Man sieht, der hat einige Pins und man hat nichts anderes wie durch eine Drehbewegung dann bestimmte Kabel freigeschaltet. So, jetzt kommen wir mal zum interessanten Part, und zwar, dann kam irgendwann mal die Wegfahrsperre. Man hat ja in den 80er oder 90ern ja auch teurere Autos gehabt und man hat versucht, die Fahrzeuge gegen das Wegfahren zu sichern, weil man hatte ja eigentlich ja nichts Besonderes. Also man konnte ja relativ schnell die Autos klauen und die Versicherungen haben die Autos, wenn man sie oft geklaut hat, relativ hoch in den Versicherungen angesetzt. Dann ist man hingegangen und hat eine mechanische Wegfahrsperre eingebaut. Man hat dann bestimmte Pins mit Relais überbrückt oder mit einem Schalter konnte man zum Beispiel die Kraftstoffpumpe deaktivieren oder man hat die Zündung deaktiviert und so weiter. Man hat da bestimmte Fallen eingebaut, dass der Dieb das Auto nicht stehlen konnte, und es geht ja meistens um Zeit, wo eine große kriminelle Energie ist. Da wird auch viel gestohlen und da wird auch versucht, das irgendwie zu knacken, aber es ist nichts zu 100% sicher. Es muss nur kompliziert und aufwendig sein, und umso aufwendiger, umso länger brauchen die Diebe für das bestimmte Objekt oder für das bestimmte Ding, und die verschwinden dann, weil einfach das Ganze zu lange geht. Und das ist auch der Trick dann. Ja, und irgendwann mal kam dann die Wegfahrsperre, dann gab es dann so eine, ja, so zum Aufschließen, eine Wegfahrsperre, und die klassische, die wir kennen, so das Übliche, ist die Wegfahrsperre mit dem Transponder. Und zwar in dem Schlüssel ist ein Transponder, so eine Art Chip, der sendet Signale aus, und das ist die Lenksäule dann, und wenn ihr dann in die Nähe kommt, so sieht es aus, das sind dann zwei so Pins, das sieht man auch da drin. Wenn ihr dann in die Nähe kommt, wird über die Lesespule das an das Steuergerät, an das Wegfahrsperrensteuergerät weitergeleitet, und das schaltet dann euer Motorsteuergerät frei. So, das heißt, ihr habt hier drei Sicherheiten. Ihr habt Punkt 1 den Schließzylinder, ihr habt Punkt 2 das Lenkradschloss und ihr habt die Wegfahrsperre, die das Steuergerät sperrt. Also schon mal quasi dreifach abgesichert. Ist aber noch relativ einfach zu knacken, wenn man weiß, wie das geht. Ich zeige euch mal anhand eines Modells, wie so ein Schließzylinder funktioniert. Ich habe hier so einen Schlüssel, damit mal das Verständnis etwas leichter wird. Das ist so ein transparentes Schloss. Und jetzt, wenn ich den Schlüssel, ihr müsst mal diese Bolzen angucken. Und zwar sind das diese einzelnen Bolzen, die dann quasi für das Blockieren des Zylinders sorgen. Also ich kann das ja nicht öffnen, weil mir das nicht gewährt wird, weil jetzt in diesem Beispiel das hier gesperrt wird. So, und jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich den Schlüssel einstecke. Moment, ich mache es mal ein bisschen langsamer. So, und jetzt kann ich drehen. So, das heißt, die müssen sich in einer bestimmten Position befinden, damit sich der Schließzylinder drehen kann. Also man sieht es auch, ja. Also man kann dann drehen. So, und wenn ich den abziehe, verriegeln diese Bolzen und man kann das Schloss nicht mehr öffnen. Natürlich gibt es auch für den Mercedes das passende Gegenstück. Und zwar, so sieht das Ganze aus. Das heißt EZS, elektronisches Zündschloss. Und beim Mercedes ist es dann so, das ist dann irgendwo rechts neben dem Lenkrad. Und dann wird der Schlüssel eingesteckt. So. Und dann wird quasi Stellung 1, Stellung 2. Und dann kann man hier starten. So. Und dann seht ihr auch, das ist relativ viel Elektronik. Man kann auch den Schlüssel nur in einer Position abziehen. Und ihr seht hier die Lesespule. Ja, also das ist dann die Lesespule. Hier ist auch das Ganze relativ interessant gewickelt drumherum. So sieht das Ganze aus. Und ihr seht mal, wie komplex das Ganze ist. Da sind lauter Chips. Ja,
Elektronik vom Feinsten. Also die Platine sieht ja sehr interessant aus und das EZS gibt dann auch das elektronische Zündschloss frei, dann das elektronische Lenkschloss frei und das Motorsteuergerät. Es gibt auch von Audi sowas Ähnliches, so eine Art Schacht. Und da funktioniert das ähnlich. Ihr habt da hinten die ganzen Pins. Ihr habt hier noch eine Blockierung, quasi, dass ihr den Schlüssel nicht ziehen könnt. Und das ist natürlich jetzt der falsche Schlüssel. Aber das ist die Lesespule. Ihr seht das. Also vom Prinzip her ist es immer dasselbe. Ihr habt eine Lesespule, die dann den Transponder im Schlüssel erfasst. Und ihr steckt den Schlüssel rein. So. Und wenn der Schlüssel erkannt worden ist, geht die Zündung ein und ihr könnt dann quasi, wenn ihr dann weiter nach hinten drückt, so könnt ihr dann starten. Das ist dann die Startfreigabe. Und eigentlich auch relativ mit viel Elektronik und Schaltern. Die Platine sieht man jetzt natürlich nicht. Ich könnte das jetzt vielleicht noch zerlegen, aber im Endeffekt erkennt ihr dann nicht großartig viel. Die Besonderheit zwischen den beiden ist, also die sehen ja eigentlich genau gleich aus, bis auf das Ding hier. Und zwar, das ist eine Sperre, das ist eine Automatik, Zündschloss oder ja, sagen wir mal Lenkverriegelung. Und zwar, ihr könnt den Schlüssel, also hier ist eine Magnetspule, ihr könnt den Schlüssel nur dann entfernen, wenn ihr auf P steht. Und das ist nur der Unterschied, ansonsten sind die eigentlich genau gleich. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ihr so einen Keyless-Schlüssel habt, dann funktioniert es folgendermaßen. Ihr habt im Fahrzeug auch manchmal die Möglichkeit, das irgendwo einzustecken. Manchmal habt ihr gar keine Möglichkeit. Manchmal müsst ihr den Schlüssel einfach irgendwo im Innenraum haben. Ihr habt eine Antenne und die Antenne sendet dann einen bestimmten, sage ich mal, Radius die Signale aus und sagt dann, okay, wenn der Schlüssel, sage ich mal, er muss sich innerhalb von 20, 30, 40 Zentimeter irgendwo befinden, in der Nähe von der Antenne drumherum, sage ich mal, damit ihr das Fahrzeug starten könnt, weil er dann sagt, Schlüssel nicht erkannt. Genauso habt ihr draußen am Griff, habt ihr in den Griffen Antennen drin, also rechts und links habt ihr Antennen drin, die den Schlüssel erkennen. Sobald der Schlüssel in die Nähe von dem Griff kommt, könnt ihr dann die Türe öffnen, ohne den Schlüssel oder quasi ohne mit den Knöpfen zu entriegeln. Jetzt mal zu den Dieben, wie die vorgehen und wie die versuchen, eure Autos zu knacken. Man hat die ältere Generation von Fahrzeugen mit Funkfernbedienung folgendes Problem. Das Funksignal, das an die Autoantenne quasi gesendet wird, ist ja in dem Funkschlüssel auf das Steuergerät einprogrammiert. Ihr habt ein Signal 1 und ihr habt hier das Signal 1. So, wenn 1 und 1 passt, also das ist eine ganz lange Zahl oder ein Funksignal, dann öffnet das Fahrzeug. Das heißt, beispielsweise, ihr fahrt mit dem Fahrzeug hin, der böse Dieb sitzt irgendwo in dem Auto nebendran und wartet, bis ihr auf den Auf- oder Zu-Knopfschlüssel drückt. So, er klaut euch die Daten mit dem Computer, indem er so eine Antenne hat und speichert die Daten. Sobald ihr weg seid, drückt er quasi drauf und das Fahrzeug entriegelt. So, und damit kommt er dann in das Fahrzeug und über bestimmte Programme kann er dann das Fahrzeug knacken und stiehlt euch das Fahrzeug. So gehen die Diebe vor. Die sind aber noch dreister. Das Krasse ist ja, ihr habt ja den Schlüssel auch zu Hause neben euren Eingang irgendwo hängen. An irgendeiner, was weiß ich, einer Kiste oder einem Haken oder so, hängt der Schlüssel. Und der Schlüssel sendet immer Signale. Also der Schlüssel ist nie aus. Der sendet immer ein leichtes Signal alle 2 Sekunden, alle 3 Sekunden oder jede Sekunde. Jetzt laufen die Diebe, also wenn das euer Zuhause ist, es ist, der Schlüssel liegt im Haus und die Diebe laufen mit der Antenne in der Nähe von der Haustür vorbei und versuchen, die Funksignale von eurem Schlüssel abzufangen. Und wenn sie die haben, kommen sie und beobachten, wann ihr dann nicht zu Hause seid und können quasi mit diesem Funksignal eure Autos aufschließen. Ihr könnt den Dieben zuvorkommen und den Schlüssel
in eine Box oder in irgendetwas legen, damit die Signale nicht ausgestrahlt werden. Und wie ihr das probiert, ein Beispiel, ihr geht jetzt hin, das ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, aber geht einfach mal hin und packt den Schlüssel in irgendwas ein. Ihr habt ja ein Keyless, es ist wichtig, dass es nur beim Keyless so ist. Der normale Schlüssel, der konventionelle, also die hier, die senden nur dann Signale aus, wenn ihr natürlich auf die Knöpfe drückt. Der Keyless, weil er ja schlüssellos heißt, sendet immer die Signale. Jetzt packt er ihn zum Beispiel in Alufolie ein. Ja, jetzt packt er den ein, nimmt ihn in die Hosentasche, lauft ans Auto und versucht, die Türe zu öffnen. Wenn die Türe geöffnet werden kann, ist das, was ihr gemacht habt mit der Alufolie, hinfällig. Ist Müll. Genauso wie in eine Box. Ihr könnt ihn dann in eine Schlüsselbox legen, ihr legt ihn dann irgendwo rein, in eine Box, lauft ganz nah an den Türgriff hin und versucht, das Auto zu öffnen. Und wenn das Auto nicht öffnet, wisst ihr, dass die Box dafür geeignet ist. Und die moderneren Schlüssel, die machen Folgendes. Von dem Systemverständnis her, die alten haben ja quasi 1.1 und dann hat man drauf gedrückt oder quasi einen Empfang gehabt und die Frequenzen sind immer gleich gewesen. Die moderne Art der Autos, die aber auch schon mittlerweile oder modernere Fahrzeuge, die haben ein anderes System. Die sagen, wenn ich doch im Auto bin und ich weiß, ich werde als nächstes, also das ist wie so eine Art Zufallsgenerator, der genau gleich in diesem Modul oder quasi Wegfahrsperren-Modul eingebaut ist. Und zwar, er weiß, jetzt haben wir aufgeschlossen mit 1 und als nächster Schritt kommt zum Beispiel Signal 6. Und das Steuergerät, die wissen beide, dass als nächstes Signal ein Signal 6 kommt. Als nächstes kommt das Signal 24, dann kommt wieder Signal 2. Und das heißt, das wird für den Dieb etwas schwieriger, mit dem neuen System das Fahrzeug zu knacken, aber es ist mittlerweile auch schon knackbar, da gibt es auch schon ganz, ganz neue, moderne Systeme, die sind relativ schwierig noch zu hacken, aber es ist nichts unmöglich. Und ein Tipp von mir, falls ihr Angst habt, falls euer Auto tatsächlich relativ weit oben in der Diebesliste ist, ich werde euch mal diese Diebesliste oder Favoritenliste der Diebe der Autos mal rein posten in die Beschreibung. Sehr interessant, hätte ich nie gedacht. Auf Platz 1 ist ein Toyota RAV4 und die sind sehr begehrt bei den Dieben. Was man machen kann, und zwar, wir wissen ja, dass der Schlüssel oder dieses Element hier dreifach abgesichert ist. Ihr könnt aber noch was Viertes machen, und zwar, es geht doch weiter an den Zündanlassschalter und es geht weiter an diese Kontakte. Jetzt, wenn man weiß, okay, beispielsweise ich fahre jetzt ins Ausland und ich weiß, ich habe ein relativ teures Auto, dann kann ich zusätzlich irgendwo, sage ich mal, zwischen, mein Tipp wäre, falls ihr den Dieb eins auswischen wollt, es gibt die Möglichkeit, mechanische Wegversperren einzubauen. Also gehen wir mal davon aus, der Dieb weiß, wie man den Schlüssel knackt, also die Wegversperre mit dem Laptop oder irgendwie mit dem elektronischen Gerät. Wir wissen, er kann mechanisch das zerstören, ja, und er kommt quasi irgendwie in den Schließzylinder rein und es sind ja 1, 2, 3, sage ich mal, Sicherheiten, ja. So, es gibt aber eine Sache, mit denen rechnet zum Beispiel kein Dieb. Und zwar, wenn du ein neueres Fahrzeug hast, das ist das Motorsteuergerät und das Motorsteuergerät hat unterschiedliche Kabel, die in irgendwelche Bauteile verlaufen. Beispielsweise, wir nehmen mal die Kraftstoffpumpe, ja, Kraftstoffpumpe. So, die ist dafür da, um für das Fahrzeug den Kraftstoff vorzubereiten, einen bestimmten Druck. Und wir gehen hin und machen hier irgendwo einen versteckten Schalter rein in das Kabel beispielsweise, damit nur derjenige, der weiß, wo der Schalter versteckt ist, das betätigen kann. So, oder wir gehen hin und wir wissen, das Fahrzeug hat zum Beispiel ein Relais, also Klemme 15 beispielsweise, sagt man dazu, für die Zündung und man baut hier irgendwo auch einen versteckten Schalter ein, so dass die Zündung nicht mehr angeht. Und die Diebe werden das Fahrzeug knacken, werden einsteigen, werden quasi alles überbrücken und versuchen, das Fahrzeug zu starten.
Und das geht nicht. Das Fahrzeug läuft vielleicht kurz an, weil die Pumpe noch vielleicht noch ein bisschen Sprit, Restsprit hatte, gefördert. Und die werden versuchen, das zu knacken und das wird nicht funktionieren. Also das heißt beispielsweise, wenn sie 20 Autos knacken und eins hat eine mechanische Wegfahrsperre, wenn ihr wisst, okay, ich fahre ins Ausland, das ist relativ unsicher, die Autos werden dort gern gestohlen und so, lasst euch von der Werkstatt, also von einer freien Werkstatt, also eine Bosch-Werkstatt macht sowas, oder so auch andere freien Werkstätten, die können euch so eine mechanische Wegfahrsperre einbauen und damit ja, könnt ihr quasi den Dieb überlisten und der wird dann merken, oh, da ist irgendwas faul, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, das Auto läuft nicht, ich lasse es liegen, okay, fertig, die hauen dann ab, ihr seht die Beschädigung, die Versicherung wird das Ganze bezahlen und ja, der Dieb ist vielleicht nicht so ganz dreist und hat das ganze Auto mitgenommen. Ich hoffe, ihr habt in dem Video einiges über die Wegfahrsperre, die Schlüssel, die Komponente und vieles mehr gelernt und könnt euch ein bisschen besser damit beschäftigen in Bezug auf Diebe oder sonst irgendwelche Vorkommnisse. Ich wünsche euch auf jeden Fall keinen Überfall oder so einen Diebstahl zu Hause. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei wart und schaltet das nächste Mal ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.